Wie organisieren Sie sich, wenn Sie Objekte in Ihre Sammlung aufnehmen? Was für eine Infrastruktur brauchen Sie und wie viel Platz brauchen Sie? Mein Name ist Martina Müller. Ich zeige Ihnen aus meinem Arbeitsalltag, wie ich mich eingerichtet habe und wie ich das mache. Es gibt verschiedene Arbeitsplätze. Es gibt nicht nur einen Arbeitsplatz, sondern Arbeitsplätze fangen auch schon außerhalb des Museums an. Viele Arbeitsplätze sind irgendwo in einem Estrich, wo man sich einrichten muss. Man geht mit einem Staubsauger dorthin, man braucht Licht, man braucht Arbeitskleidung. Es ist nicht nur der historische Wert von einem Objekt, der eine Rolle spielt, sondern auch, wie ich damit umgehen kann. Wenn ich ein Objekt habe bei mir im Museum, das zwar historisch bedeutungsvoll ist, aber ich bin nachher nicht in der Lage, das gut zu lagern oder zu bearbeiten oder in einen Zustand zu bringen, wo ich es nachher auch gut präsentieren kann, dann kann ich das Objekt eigentlich auch nicht mehr zeigen. Dann ist es genauso verloren, wie wenn ich es zurücklasse und stattdessen dafür vielleicht mich für ein anderes entscheide, das ich besser bearbeiten kann. Und wo ich auch gut aufschreiben kann, was es für ein Objekt ist, wo ich mehr Informationen habe dazu. Wichtig ist einfach, dass man es nicht mit ins Museum nimmt, wenn man es nicht haben will, weil das nachher wieder rauszubringen, ist eigentlich eher eine aufwendige Sache. Man kann ein Objekt, das im Museum drin ist, nicht einfach wieder weggeben oder vielleicht nicht einmal mehr zurückgeben, weil die Leute vielleicht dann die Wohnung oder das Haus schon gar nicht mehr haben. Also ist es wichtig, dass man eigentlich vor Ort schon aussortiert. Da kann man auch schon anfangen mit Reinigen, zum Beispiel. Also die Grobreinigung findet vielleicht schon extern statt. Das ist dann nicht erst im Museum, sondern gewisser Dreck oder Schädling oder so will man auf keinen Fall mit ins Museum nehmen. Das heisst, man schaut eigentlich, dass man das schon dort ein bisschen reinigen und aussortieren kann. Und ein Objekt, das vielleicht ganz einen starken Befall hat, lässt man dann eigentlich lieber vielleicht beim Schenker oder beim Leihgeber zurück. Beim Einpacken ist es einfach wichtig, dass man eigentlich das Material schon mitnimmt, dass man sich im Voraus überlegt. Vielleicht ist man ja eben schon mal schauen und hat schon mal gesehen, was das jetzt für Konvolute sind. Dass man die richtigen Kisten mitnimmt, dass man die richtigen Verpackungsmaterialien dabei hat und die Sachen dann so schon kann eigentlich sachgerecht verpacken. So geht es nachher im Transport. Mit Mobility-Auto, die sind anpassbar an die Grösse der Objekte. Also unter Umständen kann man da auch mal mit einem kleinen Auto gehen. Es ist eigentlich einfach wichtig, dass die Sachen nicht umrutschen. Also nach dem Transport wird es ja eigentlich nochmal triagiert, und zwar auf eine andere Art und Weise. Es wird dann einfach nochmal sortiert. Man ist dann im Eingangsdepot. Das ist ein Depot, das nicht ganz so sauber muss sein wie das Schlussdepot. Man kann dort auch mal damit rechnen, dass vielleicht eben gleich mal ein Objekt reinkommt, das noch einen Schädlingsbefall hat. Das heisst, es ist auch ein Quarantäneraum. Und dann fängt man an, die Objekte zu sortieren. Also sicher auch als Vorbereitung für die Inventarisierung. Wie gehören sie zusammen? Hat man irgendein Objekt auseinandergenommen, einen Schrank oder Säulen, zum Beispiel von einem Altar oder Skulpturen sind auch teilweise in mehreren Teilen. Dass man die schon wieder zusammensetzt, dass man es nicht vergisst, wie es vorher war. Das ist noch wichtig. So kann man sich viel Arbeit sparen. Im Depot muss man auch vorher schauen, dass der Platz ein bisschen da ist. Wo stelle ich es hin? Es muss ja alles zugänglich sein. Manchmal muss ich vielleicht am Boden arbeiten. Vielleicht habe ich ganz viele kleine Objekte, die tue ich dann in Rakoboxen. Dass man sich einfach so gedanklich immer schon ein paar Schritte voraus ist. Nach dem Sortieren kommt das Inventarisieren. Das heisst, es kommt eine Inventarnummer über das Objekt und es hat einen anderen Status, ist jetzt ein Kulturgut und so definiert. Nachher kommen die konservatorischen Massnahmen. Da gehören dann auch Reinigungen schon dazu, aber sicher irgendwie ein Rahmen, wo zum Beispiel die Gärung kaputt ist, so dass man es wieder aufhängen kann, flicken, Rost entfernen, Mottenschutz muss man schauen, ist es giftig gewesen, oder muss man es irgendwie noch mal behandeln gegen Motten. Und am Schluss kommt dann eigentlich das Fotografieren und dann das Einpacken für ins Depot, Schlusslagerung.
wo befinden sich die Arbeitsplätze? Es gibt Arbeitsplätze, je nachdem, was es für ein Museum ist, die sind in einem Büro. Dort geht es gar nicht anders. Da hat es einfach einen Büroraum, dort innen ist der Arbeitsplatz. Dann gibt es Museen, die haben ein Atelier, wo ein bisschen mehr Platz ist, wie hier zum Beispiel. Gut ist, wenn man verschiedene Tätigkeiten jetzt nicht nur im Objekthandling, sondern auch im Alltag kann trennen voneinander. Zum Beispiel den Büroarbeitsplatz, wo man halt vielleicht einmal einen Apfel essen oder ein Cola trinken trennt vom Arbeitsplatz, wo man sowieso isst, wo es vielleicht eine Mikrowelle hat oder so, dass das sich nicht vermischt. Es muss gar nicht eine riesige Distanz sein, es muss nicht unbedingt eine Tür dazwischen haben, aber es muss irgendwie wie mental muss man die Orte voneinander trennen. So schützt man die Personen und so schützt man auch die Objekte. Also wichtig ist mal ein gutes Licht, aber auch ein Licht, das dem Objekt nicht schadet. Das heisst eigentlich möglichst wenig UV-Strahlung, vielleicht nicht direkt Sonnenlicht, ein gutes Tageslicht oder eine gute Tageslichtlampe. Es sollte auch gut durchlüftet sein, dass man irgendwie Staub oder Schmutz oder ein bisschen Geruchsemissionen auch wieder wegbringt, die halt häufig bei diesen Objekten sind. Es braucht viel Platz und ideal ist auch, wenn man mobil ist. Also ich hatte auch schon transparent von Demonstrationen, die können dann recht lang sein, die können 5 Meter lang sein und die muss man am Boden tun. Da muss man eine Leiter anstellen, draufsteigen und das von oben fütteln. Für das braucht es Platz. Und wenn man jetzt diesen Platz vielleicht nicht hat, hat man ein Möbel auf Rädern, einen Tisch auf Rädern, das kann man rausschieben, dann kann man das ausrollen und einfach die Fotos mal machen. Das ist eine Sache von 10 Minuten. Also das Werkzeug habe ich eigentlich nach Handlung in Kisten. Also wenn ich zum Beispiel etwas aufhängen muss, dann habe ich ein Kistchen, dort steht drauf zum Aufhängen und zum Montieren. Ich habe ein Kistchen, wo drauf steht Reinigen und ich habe ein Kistchen, wo drauf steht Personenschutz. Und dann weiss ich eigentlich, wenn ich irgendwo hingehe, was ich dort machen muss und nehme die 3 Kistchen mit, wenn ich die brauche. Und die anderen lasse ich da. Ich finde es wichtig, dass es zum Beispiel so Staubsaugeraufsätze hat, oder? Dass man nicht einfach mit dem Staubsauger geht und dann merkt, oh nein, der ist viel zu stark für das feine Textil. Das saugt man einfach alles rein. Es braucht sicher gute Staubsaugeraufsätze. Es braucht gute Zangen, weil immer wieder muss man irgendwo Nägel rausziehen. Es braucht etwas zum Kleben. Ich habe auch ein Kistchen mit Kleben. Dort hat es Leim und Klebbänder verschiedene drin. Ja, das ist einfach irgendwie so ein bisschen wichtig, dass man sich wie vorstellt, was habe ich schon ein paar Mal machen müssen und was hat mir dann gefehlt. Hat es ein Bleistift drin und es hat auch einen Spitzer drin und einen Radiergummi. Weil das ist extrem ärgerlich, wenn man noch nicht ist. Man hat einen Bleistift, aber der Spitze ist abgebrochen. Objekte sollten grundsätzlich nicht am Boden stehen. Also es ist wichtig in jedem Atelier, wenn man über das Wochenende weggeht oder so, sie sollten nicht am Boden stehen. Was am Boden gestanden ist, wenn es einen Wasserschaden gibt oder irgendeinen Schaden, es ist dann einfach nicht versichert. Sonst arbeite ich eigentlich gerne auch mit Rakoboxen. Was in Rakoboxen ist, ist eigentlich auch geschützt gegen Wasser. Es ist geschützt gegen Licht. Die Boxen sind stapelbar. Man kann gut aussen drauf kleben, dass man sieht, was drin ist. Wenn ich 2 Schichten mache in einer Rakobox, dann habe ich zum Beispiel die Einlageböckchen für 3 und mache aussen ein Foto an, dass ich sehe, im unteren Foto ist das, wo zuunterst drin ist, und auf dem oberen Foto sieht man, was oben drin ist. Und so bin ich eigentlich sehr gut organisiert. Dann muss ich nicht x-mal die Objekte hin und her räumen, die vielleicht kaputt sind, wo Sachen vielleicht abblättern könnten. Je weniger dass ich ein Objekt echt bewege und handle, umso besser ist es für das Objekt. Damit die Objekte nicht herumrutschen, kann man sie auspolstern mit Ethafoam. Ethafoam ist ein Polyethylen, ein Schaumstoff. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man aus Tyvek so Küsse macht, wo man mit Styroporkügeln füllt. Die sind super, auch zum Abpolstern, geht sehr schnell.
In Luftpolsterfolie packe ich eigentlich nichts ein. Weil alles, was so eingewickelt ist, muss man drüllen, man muss es kehren. Und das kann unter Umständen, wenn man ein Objekt hat, das könnte zum Beispiel ein Reliquiar sein. Wenn man das kehrt, dann fallen Teile ab und so weiter. Und ich will eigentlich, wenn ich in meine Box hineinschaue, gerade wissen, mit was ich zu tun habe. Was ist heikel an diesem Objekt? Wo ist vielleicht etwas lose? Ich fasse kurz zusammen. Beim Triagieren ist es wichtig, nur die Objekte mitnehmen ins Museum, wo man nachher auch sicher ist, dass man sie inventarisiert und dass man sie behaltet. Beim Transport ist es wichtig, dass man die Kisten so einrichtet, dass man von außen gerade sieht, was drin ist und dass man es sich auch merken kann. Also zum Beispiel ein Foto oder eine Liste, das ist tipptopp. Wenn man im Museum ist es wichtig, dass man die Möbel umschieben kann, also dass man gut auf Rädchen ist oder mit Boxen unterwegs, dass man genug Platz hat, also ein Tisch, der relativ genug gross ist, dass man auch die verschiedenen Arbeitsplätze voneinander trennt. Und wenn man auf diese paar wenigen Schritte achtet, fällt einem die Arbeit am Schluss viel einfacher und man spart extrem viel Zeit.